zeige euch anhand dieses Modells, wie wir ein Futter in einen Rockschlitz verstürzen, was gleichzeitig einen Ober- und Untertritt hat und eine Briefecke. De facto müsst ihr die Naht schließen bis zur Briefecke, die Nahtzugabe einschneiden, die Naht hoch vom Untertritt, dann einmal hier um diese Ecke, das heißt diese Nahtzugabe liegt später innen drinne, absteppen und dann das Futter am anderen Schlitz wieder bis zur Briefecke einschneiden wie auf der anderen Seite und wieder am Saum entlang. Wenn wir das Futter hier oben verstürzen, schließen wir zeitgleich den Ober- und Untertritt zusammen. Denn dann liegt der später so schon übereinander. Hier sehen wir jetzt die Nahtzugabe, wo das Futter später entlang läuft und wir haben einen schönen Abschluss. Ich stecke mir das kurz ein bisschen vor und dann geht es auch an die Maschine. Rechts auf rechts. Und ich nehme nur den Saum und den Saum vom Futter. Und das stecke ich mir bis zu der Ecke an. Und nehme das jetzt unter die Nähmaschine. Du musst dir jetzt vorstellen, dass das hier die Seitennaht ist. Und du nähst nun das Futter an den Rocksaum mit 1 cm Nahtzugabe. Den Anfang verriegeln und darauf achten, dass die Stofflagen genau aufeinander liegen. Jetzt kommen wir im Bereich der Briefecke. Da wird die Briefecke dann einmal wieder umgeknickt. Und hier die Nahtzugabe auseinander gemacht. Ich glaube in dem Fall, weil der Stoff so ein bisschen franz, schneide ich ein bisschen mehr weg. Dann können wir besser unter der Maschine arbeiten damit. Und nun müsst ihr darauf achten, dass ihr genau mittig in der Naht von der Briefecke hineinsticht, aber zeitgleich hier einen Abstand von 1 cm habt. Mal kurz kontrollieren. Und wenn ihr genau an der Ecke angekommen seid und eure Nadel genau da drin steckt, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, dann schneidet ihr vom Futter
die Nahtzugabe von der Ecke aus Richtung Naht ein. Also kurz bis vor die Nadel, die noch im Stoff belassen ist. Dafür eignet sich natürlich eine sehr kleine Schere am besten. Dann dreht ihr das ganze Nähgut. Und zwar so, dass ihr die Kante weiter hocharbeiten könnt. Achtet darauf, dass der Stoff wirklich glatt unten liegt. Steckt euch das einmal kurz hier oben fest. Und näht nun die Strecke hoch. Nun müsst ihr genau bis zum Punkt nähen, wo ihr die hintere Mitte geschlossen habt. Und das ist zeitgleich der Punkt für 1 cm vorne vom Schlitzübertritt. Ich verriegel das Ganze kurz mal hier. Und nehme das aus der Maschine heraus. Ich zeige euch nun, wie das Ganze erstmal bis hierhin aussieht, denn es ist schwierig unter der Maschine etwas zu erkennen. Ich nehme auch einmal kurz die Ecke heraus. Bis zu diesem Punkt habt ihr nun sauber eingenäht. Jetzt geht es darum, diese Ecke zu machen und dann wieder herumzugehen. Daher müsst ihr beachten, dass nun die Stofflagen zusammen mitgefasst werden. Dafür, das kann ich jetzt gut von hier oben zeigen, schneidet ihr hier die Nahtzugabe ein. Ja, ein bisschen mehr noch, bis zur Naht. Denn nun könnt ihr es beiseite klappen und euch diese Stofflage packen. Jetzt nehmt ihr euch eine Stecknadel und fixiert den Punkt einmal. Wendet das Ganze und hier seht ihr nun den Einstich, wo ihr zuletzt aufgehört habt zu nähen, und ab da beginnt ihr weiter zu nähen. Darauf achten, dass keine weitere Stofflage hinten zwischen liegt. Und nochmal die Nadel einstecken. Nun platziert ihr euer Nähgut wieder so, dass ihr dort einsticht, wo ihr zuletzt geendet habt, das heißt von der Naht. Und näht nun bis zu dieser kleinen Ecke. Ich zeige das gleich nochmal, wenn ich ein bisschen genäht habe. Verriegeln nicht vergessen.
und die Nadel jetzt entfernen. Und jetzt kann ich euch kurz zeigen. Hier haben wir den Übertritt. Hier ist der Untertritt. Und nun müssen wir genau bis hierhin mit dem Futter verstürzen. Wir können uns das einmal mit Schneiderkreide anzeichnen. Das heißt von der Ecke aus 1 cm runter. Und gleichen den Punkt einmal ab. Also indem ihr dann guckt, ob das auf die Kante trifft. Und näht die Stelle weiter bis zu dem Punkt. Verriegelt einmal kurz. Ich mache das nochmal als Sicherheit, damit die Ecken immer stabil sind. Dann müsst ihr wieder den Futter einschneiden, denn ihr seht, jetzt kommt ihr hier nicht so gut rum. Das heißt, Nadel bleibt wieder stecken. Nehmt euch die Schere und von der Ecke aus schneidet ihr Richtung der Nadel zu. Dann nehmen wir uns die Briefecke, drehen die heraus und setzen das Futter an die Kante vom Oberstoff. Jetzt müssen wir darauf achten, dass wir hier nicht das hier alles mit vernähen, also ruhig auf Seite schieben alles. Und nähen nun bis zur Briefecke. Und hier wieder, wie auf der anderen Seite, darauf achten, dass ihr genau in die vorhandene Naht der Briefecke einsticht. Also vorsichtig arbeiten und wie gesagt, darauf achten, dass ihr wieder auf die Naht von der Briefecke trifft, sodass ihr noch 1 cm Spielraum habt, um das Futter an den Saum anzunähen. Nun kontrolliert ihr nochmal, ist ein bisschen schwierig zu sehen, sieht aber ganz gut aus. Also wieder das Futter einschneiden an der Ecke. Müsst ihr euch das ein bisschen gerade ziehen, damit ihr nicht so. Und jetzt schneidet ihr wieder von der Ecke aus Richtung Nadel. Und platziert das Nähgut nun so, dass ihr das Futter entlang des Saumes nähen könnt. Noch hier die Nahtzugabe ein bisschen zurückschleifen. Darauf achten, dass die Briefecke nicht im Weg ist. Nachdem ihr das Nähgut gedreht habt, senkt ihr wieder den Fuß und näht mit 1 cm den restlichen Saum ab.
Und nun die Briefecken herausholen, das Ganze wenden und wir sehen, wir haben super schön das Futter in einen Rockschlitz mit Briefecken eingearbeitet, indem wir einen Unter- und einen Übertritt haben. Die Ecken sind sehr schön zu erkennen, das wird beim Ausbügeln noch alles ein bisschen schöner aussehen. Fädchen entfernen und fertig ist das Verstürzen eines Rockfutters. Und zu guter Letzt, wenn das jetzt unser Rock ist hier oben die Bundansatznaht, da könnt ihr dann das Futter mit dem Bund verstürzen oder mit anderen Möglichkeiten einarbeiten. Du siehst also, Futter verstürzen einen Rock mit Über- und Untertritt sowie Briefecke ist gar nicht so schwer.